Schon seit 2021 ermittelt der Ethikausschuss des amerikanischen Parlaments, ob der ultrarechte republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz aus Florida sich für ein Abgeordneten unwürdiges Fehlverhalten zu Schulden hat kommen lassen. Die Vorwürfe: Der für seine konservativen Werte stehende Gaetz soll sich gemeinsam mit seinem Parteifreund Joel Greenberg mit Minderjährigen auf Sexpartys auf den Bahamas und in anderen Locations vergnügt haben, ohne Ende Drogen und Alkohol konsumiert haben und das alles mit Geldern aus der Parteikasse. Gaetz bestreitet die Vorwürfe. Greenberg, der womöglich das unsittliche Treiben organisiert hat, ist auf sein Schwert gefallen und legte ein Geständnis ab. Er wurde zu 11 Jahren Haft verurteilt. Zur Causa Gaetz schweigt er sich aus. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Gaetz mittlerweile eingestellt, aber der Ethikausschuss in Washington ermittelt weiter. Weil Kevin McCarthy bis diese Woche Sprecher des US-Repräsentantenhauses den Ethikausschuss nicht stoppte, so wird gemunkelt, brachte ihn Gaetz letzte Woche zu Fall, indem er ein Misstrauensvotum ins Rollen brachte, einmalig in der Geschichte der USA. McCarthy war ohnehin schon geschwächt, beging er doch die politische Todsünde, dass er einige Tage zuvor einen parteiübergreifenden Kompromiss zu einem Nothaushalt für die nächsten 45 Tage aushandelte. Was für uns nach barocken, operettenhaft amüsanten Intrigen klingt und hohen Unterhaltungswert hat, wird von den Märkten inzwischen als sehr kritisch betrachtet. Fitch entzog den USA im August das AAA-Rating aufgrund einer stetigen Verschlechterung der Governance Standards in den letzten 20 Jahren. Die wiederholten Pattsituationen bei der Schuldenobergrenze und Last-Minute-Lösungen haben das Vertrauen in die Finanzverwaltung untergraben. Offensichtlich hat die Nachricht den Capitol Hill nicht erreicht, wie wir jetzt ja am Beispiel Gaetz hier wieder mal sehen. David Kelly von JP Morgan sagt, dass die USA dieses und nächstes Jahr mit jährlichen Haushaltsdefiziten von 2 Billionen, also 2000 Milliarden US-Dollar rechnen müssen. Und dies in einer Zeit, in der es faktisch Vollbeschäftigung gibt und Rekordsteuereinnahmen erwartet werden sollten. Das Defizit könnte im nächsten Abschwung krasse 3,5 Billionen US-Dollar erreichen. Das US-Finanzministerium muss in diesem Haushaltsjahr 8 Billionen, also 8000 Milliarden US-Dollar an bestehenden Schulden verlängern und 2 Billionen US-Dollar an neuen Schulden aufnehmen. Dies ist umso ernüchternder, wenn man bedenkt, dass die US-Regierung im Jahr 2000 einen beeindruckenden Haushaltsüberschuss erzielte und die Bruttoschuldenquote nur 54% des Bruttoinlandsproduktes betrug. Ein Vierteljahrhundert später liegt das Verhältnis bei 120% und übersteigt den Höchststand von 1945. Das liegt sicherlich zum Teil an 2 großen Rezessionen, an Covid, vor allem aber an 3 unfinanzierten Steuersenkungen und an 3 unfinanzierten Kriegen des 21. Jahrhunderts. Die Märkte sind zu dem Schluss gekommen, dass ein polarisiertes Washington zu dysfunktional ist, um etwas dagegen zu tun. Den Anlegern sind die schockierenden Auswirkungen eines strukturellen Haushaltsdefizits, das auf 8% des Bruttoinlandsprodukts zusteuert, erst spät und plötzlich bewusst geworden, noch bevor es überhaupt zu einem Problem kam oder gekommen ist. Dies hat die Renditen von US-Staatsanleihen seit Juli um 100 Basispunkte in die Höhe getrieben. Dieser heftige Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen in den letzten 2 Monaten hat nichts mit der Inflation zu tun, die schneller gesunken ist als von den Märkten erwartet. Die Realzinsen schießen in die Höhe, angetrieben durch einen plötzlichen Anstieg der sogenannten Laufzeitprämien oder Term Premiums, wie man auf Englisch sagt. Das ist wie ein fiskaler Denkzettel zu verstehen, der einer schwachen politischen Führung in Washington von den globalen Märkten verpasst wird. Denn wir müssen uns über eins im Klaren sein: Das beeindruckende Wirtschaftswachstum in den USA wird nur durch extreme fiskalische Anreize und Defizite wie zu Kriegszeiten aufrechterhalten. Ein erstaunlicher Zustand auf dem Höhepunkt des Konjunkturzyklus. Die US-Regierung ist nicht in der Lage, Kredite in diesem Umfang über inländische Sparer zu finanzieren
Und die internationalen Gläubiger sind auch nicht mehr bereit, sie zu erträglichen Kosten zu finanzieren. Es war recht einfach, die fiskalische Extravaganz der USA zu finanzieren, als China und Amerika noch miteinander sprachen. Heutzutage ist das schon viel schwieriger, da Zentralbanken, vor allem jene im globalen Süden, die über Reserven in Höhe von 12 Billionen Dollar verfügen, vorsichtig werden, wenn es darum geht, Vermögenswerte zu halten, die vom US-Finanzministerium einfach so eingefroren werden können. Darüber hinaus hat die EZB aufgehört, Geld in US-Anleihen zu pumpen. Der Rückzug der Bank of Japan bei der Zinskurvenkontrolle hat den Carry Trade getroffen. In Folge stoßen die Pensionsfonds und Lebensversicherer in Japan US-Anleihen ab. Eine sehr langsam brennende Zündschnur hat endlich und plötzlich das Pulverfass erreicht und bestätigt das Dornbusch-Sprichwort, dass Finanzkrisen immer länger dauern, als man denkt, sich dann aber viel schneller entfalten als erwartet. Bernard Connolly, einer der weltweit führenden Wirtschaftswissenschaftler, sagt, dass die aktuelle Finanzblase nur die jüngste in einer langen Reihe von Blasen ist, die notwendig seien, um die westlichen Volkswirtschaften über Wasser zu halten. Wenn das Haushaltsdefizit reduziert wird, muss die Federal Reserve die Zinsen senken, sagt er. Während die internationalen Kapitalmärkte der fiskalischen Inkontinenz der USA den Riegel vorschieben, wird die Fed erneut zur Hilfe kommen müssen. Sie muss die negativen Realzinsen wiederherstellen, wie wir sie ja bis vor kurzem kannten, und die Schuldenmärkte mit einer quantitativen Lockerung beglücken, auf Deutsch gesagt Geld drucken. Sonst riskiert sie eine wirtschaftliche Depression. Das wiederum wird eben die nächste Gelddruckblase auslösen. In Europa wird sich weitgehend derselbe Prozess abspielen, obwohl die ideologische Überfrachtung und die Nord-Süd-Politik rund um die Währungsunion und den Euro fast garantieren, dass die Europäische Zentralbank zu spät reagiert und es zu einem tiefen Einbruch kommt. Aber wie dem auch sei, alles deutet auf eine weitere Phase der Niedrigzinsen hin. Bei allem Gerede über dauerhaft höhere Zinsen und Anleiherenditen sagt Herr Connolly, der Westen befindet sich immer noch auf dem gleichen Fließband in Richtung immer niedrigere Realzinsen, was immer größere Blasen erfordere, sei es bei Aktien, Krediten und Immobilien, in fiskalischer Überschreitung oder alles zusammen. Es handelt sich um einen Trend, der mit der Aufrechterhaltung einer demokratischen, kapitalistischen Gesellschaft und somit mit der Aufrechterhaltung von Wohlstand und Freiheit unvereinbart ist, warnt Connolly. Sowohl die Straffung der Geldpolitik als auch die Straffung der Anleihen wirken sich nur mit Verzögerung auf die Realwirtschaft aus. Aber aus meiner Sicht müssten wir langsam den Punkt erreichen, an dem die höchsten Kreditkosten seit 2007 mit einem Schuldenberg kollidieren, der größtenteils angehäuft wurde, als die Leitzinsen bei Null lagen. Wenn die Zinsen weiterhin so steigen, wie sie es bisher getan haben, wird es unweigerlich einen Crash geben, sagt David Lebowitz von JP Morgan bei Bloomberg. Der durchschnittliche Zinssatz für neue Hypotheken in den USA liegt bei etwa 8%. Hausverkäufe sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 19% zurückgegangen und dürften bis zum Herbst noch stärker zurückgehen. Rund 1,8 Billionen US-Dollar an Gewerbeimmobilien in den USA müssen in den nächsten 18 Monaten unter schwierigsten Bedingungen refinanziert werden. Laut einer Studie von 4 führenden Bankexperten sitzt fast die Hälfte der 4.008 amerikanischen Banken auf Vermögenswerten, die weniger wert sind als ihre Verbindlichkeiten. Der Marktwert ihrer Kredit- und Anleiheportfolios lag im März um 2 Billionen US-Dollar unter dem angegebenen Buchwert und ist heute sicherlich noch weniger wert. Eine sanfte Rettung durch die Fed hat das Problem verschleiert, kann aber nicht die langsame Erosion der Kapitalpuffer mit Hebeleffekten auf die Kreditwürdigkeit durch den Bankenmultiplikator verschleiern. Probleme können überall im Finanzsystem beginnen. Wahrscheinlich ist eine Eskalation in den nur wenig regulierten Segmenten des Marktes. Es wird vielleicht ein Hedgefonds sein, von dem du noch nie gehört hast. Und dann werden wir feststellen, dass ihm irgendeine Bank Unmengen Geld geliehen hat und das wird eine Kettenreaktion auslösen. Mein Fazit ist, früher oder später wird die US-Wirtschaft zusammenbrechen und die Weltwirtschaft wird mit ihr zusammenbrechen und das wird den Anstieg der Anleiherenditen endgültig zunichte machen. So, was heißt es nun für dich?
Also wie gesagt, ich bin hier kein Pessimist und ich bin ja auch kein Doom-Prophet. Das überlasse ich mal lieber den anderen, den Herrn Krall und dem Herrn Wolf etc. Ja. Ich denke, du kannst positiv sein. Jede Krise und jede kommende Krise bringt auch immer sehr viele Opportunities mit sich. Bei jeder Krise gibt es genauso viele Gewinner wie Verlierer. So, wie kannst du gewinnen? Wie kannst du dich hier absichern? Zunächst mal das Wichtigste ist natürlich zu erkennen, wie sind deine Vermögenswerte aufgeteilt, wie sind deine Einnahmen aufgestellt, ja? Wie ist deine Kostenposition. Zu den Kosten ist zu sagen, dass ja vielfach die Steuern eigentlich die höchsten Kosten ausmachen. Es macht vielleicht Sinn für dich daher, in ein anderes Land umzuziehen, wo deine Steuern nicht 50% sind, sondern 5% sind oder 0% sind. Dann ist die Frage, in welche Werte hast du investiert? Sicherlich ist es attraktiv, ein Unternehmen zu haben, was laufend Gewinne für dich erwirtschaftet. Ein Unternehmen, was in der realen Wirtschaft zu Hause ist. Ich hatte mal einen Mandanten gefragt, der im Beteiligungsbusiness war, was seine erfolgreichste Investition war oder die ihm liebste Investition. Und er sagte, er hatte mal in Deutschland einen Online-Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungsservice gekauft. Das war ein Unternehmen mit tausenden Kunden. Die haben monatlich, 50 € bezahlt. Das war in jeder Zeit, durch jede Rezession erfolgreich, hat einen schönen Gewinn jeden Monat abgeliefert. Also frag dich, was hast du für ein Unternehmen, was könntest du für ein Unternehmen machen, das jenseits aller Krisen erfolgreich sein wird? Menschen werden immer Handel treiben, Menschen werden immer Business machen, Menschen werden immer Bedürfnisse haben, Menschen werden immer Geld ausgeben. Nur weil hier eine Krise kommt in den USA oder sonst wo, heißt es nicht, dass unsere komplette Zivilisation zusammenbricht. Davon kannst du nicht ausgehen. Selbst wenn es schwierig wird, selbst wenn die Wirtschaft schrumpft um 20, 30 oder was auch immer Prozent, die Welt wird nicht untergehen. Du musst zu der Zeit nur natürlich richtig positioniert sein. Selbstverständlich Anlagen in Sachwerte, sei es jetzt Gold oder irgendwas anderes, ist sicherlich sinnvoll. Ich bin kein Goldverkäufer, daher werde ich ja nicht jetzt irgendwelche anderen Goldverkäufer pushen, aber natürlich, das sind alles Dinge, die man überlegen kann. Aber wichtig ist natürlich irgendwas, wie gesagt, was laufend Einnahmen generiert. Ich hatte gerade eben schon ein paar Beispiele gesagt. Können natürlich auch Immobilien sein. Ich meine, Menschen müssen immer irgendwo wohnen, ist ja ganz klar. Ja? Also es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die sind wichtig. Also wenn du hier irgendwas findest, wenn du hier irgendwas hast, dann würde ich sagen, halte fest dran, baue es weiter aus, diversifiziere in Bereichen, die du selbst kennst. Ja? Interessanterweise habe ich mal irgendwo ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass die wirklich Reichen oftmals nicht diversifiziert haben. Zum Beispiel Henry Ford hat sein ganzes Vermögen in Ford gesteckt. Ja? Der hatte relativ wenig dann diversifiziert. Ja? Also vielleicht ist auch das die Antwort. Ja? Konzentriere dich auf wenige Dinge, die du gut kennst. Sicherlich macht es keinen Sinn, jetzt hier irgendwelche Strategien ganz neu zu entwickeln, wo du überhaupt noch keine Erfahrung hast, und in Assets zu investieren, die du nicht sehr intim kennst. Also, mein Tipp an dich lautet, mach dir Gedanken darüber, wo lebst du, welche Steuern bezahlst du, wie generierst du Einnahmen, krisenresistente Einnahmen, und wie legst du dein Vermögen an, dass es gesichert ist. Wenn du jemand bist, der dabei Hilfe braucht, der sich dafür interessiert, ins Ausland zu ziehen, der sich steuerlich optimiert aufstellen will, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf. Ich mache den Link für die Beratung hier in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, mit dir über dein Vorhaben im Beratungsgespräch zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.